Wir übernachten heute im gefährlichsten Bett der Welt. Es geht unter uns 150 Meter in die Tiefe. Wir sind allein durch dieses Seil hier gesichert. Ob das die ganze Nacht hält und was alles sonst passiert, seht ihr in diesem Video. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum machen wir das? Ich habe meine vermeintlich große Liebe Anna Stregel eingeladen, um sie zu einem außergewöhnlichen Date zu überraschen und sie später etwas zu fragen. Das denkt zumindest er hier, mein Kameramann Felix. Denn eigentlich habe ich ihn mitgenommen, da er extreme Höhenangst hat und sie heute hier endlich überwinden kann. Und genau deswegen haben Anna und ich ihn immer wieder unauffällig gefilmt. Also ich habe mir echt überlegt, ob ich mitfahre oder nicht. Wieso? Zu wie viel Prozent hast du, warst du so I do it und I don't do it? Ja, 70. So, wir sind angekommen auf 2000 Meter Höhe, 3000 Meter. Yes! Es geht über steinige Wege. Schau euch das mal an hier. Ihr hat es gerade schon gelegt, ne? Oh ja, das war nicht nice. Siehst du das? Die Klippe? Adrenalin kickt, würde ich sagen. Hey Leute, hier ist einfach... Oh, das ist eklig. Hier ist ein Ring drin. What the fuck? Geht, der riecht jetzt richtig eklig. Aber er sieht an sich ganz geil aus. Ich würde sagen, wir tun da gleich ein bisschen Wasser drüber. Ich tauche ihn in den Stinkering. Lecker, da geht's gleich hoch. Damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welches Hauch von nichts uns die bevorstehende gefährlichste Nacht in unserem Leben halten wird, haben wir selber mit angepackt. Und schnell kamen im Gespräch mit unserem Bergführer bei uns Zweifel auf. Irgendwie haben wir richtige Trust-Issues. Er hat es jetzt erst zweimal gemacht und er schläft nicht mit uns dort übrigens. Wir schlafen dort alleine. Ja, komplett alleine und wir dürfen nur zum Pinkeln ihn anrufen. Er war richtig pisst, wenn wir pissen müssen. Wir haben ein kleines Problem, der Bergführer kommt gerade nicht. Die Sonne geht schon fast unter, also wir haben noch 20 Minuten. Dann wird es halt auch schon dunkel. Es ist auch jetzt schon kälter. Sobald es dunkel ist, wird das Abseilen nochmal deutlich gefährlicher. Deswegen mussten wir uns mit Felix super beeilen, die Sicherheitsgurte schnell anzulegen, um noch rechtzeitig zum Felsvorsprung zu kommen. Da geht es jetzt 150 Meter runter. What the fuck? Holy shit. Okay, Anna, los geht's. Das Schlimmste für mich war der Moment, als ich das erste Mal auf dieses Trapez, wo wir schlafen, raufgestiegen bin, alleine war und das komplett umgekippt ist und ich mir dachte, was ist, wenn es einen mitten in der Nacht plötzlich umkippt? Felix, bist du ready? Ja. Dann bin ich mit dem Bergführer an die Bank gegangen zum Abseilen und das habe ich ja noch nie in meinem Leben davor gemacht. Jeder sagt, auf einmal, ich soll mich nach hinten lehnen und dann einfach nach unten gehen. Das war schon, also es hat mir echt Überwindung gekostet, aber ich musste es halt in dem Moment machen. Als ich mich da runtergeseilt habe, war das Gefühl wirklich überwältigend. Ich habe davor noch nie sowas gemacht. Das war ein Gefühl, das hatte ich auch noch nie, diese Angst. Jetzt geht's für mich darunter. Ich bin echt sehr, sehr aufgeregt. Let's go. Ich habe dann auch im ersten Moment gemerkt, wow, das ist jetzt so die erste Situation. Ich muss mein komplettes Vertrauen auf den Bergführer geben. Oh, kann ich auch so? Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oder? Trust is on you. Oh mein Gott, Leute, geht das hier tief runter. Mein Leben hängt an diesem einen Seil. Wie komme ich das denn hier ab? Ich hang dann auch erstmal 2 Minuten da unten und Anna war dabei, Felix zu helfen. Ich wusste aber auch nicht, wo ich mich abseilen sollte. Ich war nur an einem Karabiner war ich dran und Anna meinte so, mach den ab. Und ich so, what the fuck, wenn ich ihn nicht abmache, so dann ist vorbei. So, dann falle ich da runter. Felix, wie ist es für dich? Ja, schlimm. Warte kurz. Ist ein bisschen schlecht, schwindelig? Ja, mir ist schwindelig. Echt? Ja. Leute, mein Mund ist super trocken. Ich bin voller Adrenalin. Das ist, glaube ich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Super, dann mache ich mal einen auf Wiederschauen hier. Also wie gesagt, die Karabiner halten alle 2300 Kilo. Das Seil ist das gleiche. Egal was passiert, nicht selbstständig anfangen zum Moment umblättern. Ja, nee. Euch eine gute Nacht. Danke. Danke, tschüss. Hauptsache, ich bin ganz außen. Ich kann wirklich runterrollen. Hauptsache, du bist außen und ich bin innen. Ja, wie männlich. Wie unfassend. Ach, aber du hast dir den Platz ausgesucht. Wie soll Felix vorbeikommen, wenn ich da gewesen wäre? Ey, ich glaube, ich werde nicht schlafen können. Ich bin die ganze Zeit angespannt. Ich muss mich auch die ganze Zeit hier festhalten. Wirklich jetzt? Wirklich? Ja. No. Nicht schlimm. Wie geht's dir? Gut. Perfekt. Was essen? Mir geht's auch gut, bis auf das jetzt schon dunkel ist und wir gar nicht so viel zeigen können. Es kommt dann in der Früh. Morgen Bleib früh, Leute. dran, Alter. Ich glaube breathtaking, wenn wir morgen aufwachen und dann sehen, wie tief es hier wirklich runtergeht. Meins wackelt komplett. Deins wackelt? Übel. Inwiefern? Dauert. Wenn ich mich zurücklege. Pass auf! Spaß. Wie sich alles High Risk anfühlt. Ja, wirklich, jeder einzelne Move ist so, scheiße, hoffentlich fällt nichts runter. Man hat halt absolut gar keinen Bock, sich irgendwie hier zu bewegen. Oh, lass es ja nicht kippen, dann wird gekillt. Hier gibt es so einen Spalt, der ist so groß, ne? Und ich möchte Felix eigentlich nur meine Kamera geben. Aber ich habe so ein Riesenproblem damit, diese Kamera darüber zu geben. Hast du? Oh, Junge. Oh, war das gerade stressig. Es ist so weird, wenn man darüber nachdenkt, dass es hier einfach unter uns keine 100 Meter runter geht oder mehr. Und man nur durch diesen Kackseil gesichert ist. Durch einen Haken an der Wand. Durch einen Haken an der Wand. Alter. Man sieht nichts, es ist pechschwarz. Echt, oder?
Das ist auch creepy irgendwie. Wisst ihr, was ich dabei habe, wenn ich gar keinen Bock mehr auf euch habe? Was dann? Schneide ich das Seil durch. What the fuck ist falsch? Ich habe das noch vom letzten Dreh, vom 0-Sterne-Hotel, habe ich das hier drin. Wie geht's dir? Du siehst halt immer noch ein. Wirklich, du hängst da immer noch? Nein. Wie möchtest du denn schlafen? Ey, mit der Hand halt, die fällt schon drauf. Also nimm mal einmal kurz die Hand ab. Komm, einmal ganz kurz, so für 5 Sekunden. 5, 4, tu sie mal runter. Tu sie mal runter. Ja, komm, runter. Jetzt schwamm mal. Nimm mal, atme mal ein und aus. Leg dich mal hin. Genau. Ja, genau. Aber es wackelt die ganze Zeit. Oh, boah, hier ist, das ist mir gerade aufgefallen. Junge, hier ist einfach so ein Loch hier direkt rechts neben mir. Oh mein Gott. Was denn? Was denn? Die Flasche. Oh, Leute, kannst du fassen? Neben mir geht's einfach runter. Sie hat einfach so einen richtig schönen, dicken Schlafsack, Alter. Schaut euch mal, wie soll ich damit? Schaut euch mal an, wie Du wolltest mir den am Anfang andrehen, okay? Oh. Ich dachte wirklich, dass der dicker ist. So viel zu Ladies First, die liegt schon an der Kante und dann krieg ich noch einen dünnen Schlafsack. Man sieht hier so krass die Milchstraße. Wir haben gerade schon Sternstunden gesehen. Versuchen das jetzt auch noch so ein bisschen zu enjoyen. Ich glaube, ich war übrigens die Einzige, die gesehen hat, wie weit es runtergeht, weil ihr seid zu spät gekommen. Bei mir war noch komplett Sonnenuntergangsstimmung. Morgen seht ihr, wie tief es hier runtergeht. We will see. Ich würde sagen, wir catchen mal ein bisschen Schlaf. Peace. Unerwartete Wendung. Eine Kuh lässt uns jetzt gerade nicht einschlafen, weil die extrem laut mut die ganze Zeit, aber so richtig aggressiv. Ja, genau das. Er konnte sich auch hier so ein bisschen entspannen. Steht, glaube ich, jetzt auch hier. Kurzes Update. Es ist irgendwie so 4 Uhr nachts oder so, aber es wird immer windiger gerade die letzten halbe Stunde. Und gerade habe ich so nach links geschaut und wollte schauen, ob alles gut ist. Einfach Anna weg. Krass. Da vorne. Ich habe mich kurz erschrocken. Und jedes Mal, wenn man sich hier bewegt, ist schon so ein bisschen Angstgefühl. Ich muss richtig dringend auf Toilette. Das ist gerade ein bisschen ein Problem. Ein bisschen, ja. Ich glaube, ich pinkel mich gleich ein. Sie freut sich besonders darüber. Ganz toll. Wie geht's dir? Top. Jetzt ist er wieder die Hand da hoch. Du musst dich die ganze Zeit draufhalten, ne? Nee, es ging jetzt, aber es ist echt kalt gerade ein bisschen. Boah. Ich hab's jetzt gerade zum ersten Mal gesehen durch den Kameralens. Alter, geht's da tief runter. Der Sonnenaufgang oder diese Scenery ist einfach wirklich breathtaking. Und ich muss pinkeln. Richtig extrem. Ich dachte mir eigentlich so perfekt, eigentlich hier so an der Seite. Aber das riecht halt da nicht so gut, ne? Für uns gleich. Gut erkannt. Who cares? Who cares? I care. Oh mein Gott, das ist echt Pain hier. Also wenn ihr hier hingeht, auf jeden Fall nichts trinken, wie Anna. Weißt du, jeder andere hat nichts getrunken, Fabian. I need to. Richtig unangenehm hier so an der Seite zu sein, weil man sich irgendwie denkt, so, das kann jetzt auch irgendwie gleich runterbrechen. Ja, das ist auch nicht so. Oh mein Gott, ich sehe gerade zum ersten Mal, wie tief es da runter geht. Boah, ich bin viel so aufgeregt gerade. Tief durchatmen. Wetten, wir müssen jetzt alle direkt da entlang runterseilen. Stimmt, das sieht er ja auch noch gleich. Fabian! I made it, Leute, I made it! Das war wirklich die verrückteste Pinkelaktion, die ich gleich in meinem Leben bisher gemacht habe. So geht man auf dem Live-Raft auf Toilette. Lauf! Ja, genau. Hört ihr das? Felix, du siehst irgendwie gerade nicht so gesund aus. Ich habe Angst. Ich muss echt sagen, ich bin echt stolz auf dich. Wollte ich dir vorhin schon sagen, ich bin wirklich stolz auf dich. Wir haben hier eine abgelaufene Wassermelone und wir werden die jetzt hier mal runterwerfen, um zu schauen, was passieren würde, wenn einer von uns hier runterfallen würde oder etwas von der Technik, um mal so den Impact zu demonstrieren und die Höhe, wo wir hier gerade sind. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Junge, Adrenalinkick 20 dann wieder. Ja, vor allem die Explosion war so hoch. Ja. Nächste Adrenalinsituation. Wir werden jetzt diese 1000 € Drohne hier starten. Ich hoffe, es geht gut, ey. Du müsst es aus der Hand starten und aus der Hand fangen. Jetzt wird es wieder ernst, denn jetzt müssen wir uns abseilen. Vor allem für Felix hinter der Kamera. Der große Moment des Abseilens und wir waren alle schon so nervös deshalb.
Felix seilt sich jetzt gerade ab. Ich habe es einfach getan. So. Ich habe einfach das gemacht, was Fabian und Anna davor gemacht haben. Da vorne kommt jetzt der schwierigste Part, der ist richtig eklig da. Wo ich dann auch nach unten geschaut habe, hatte ich dann auch kurz Angst, aber ich habe mich voll auf dieses Abseilen konzentriert. Yes, Sir! Yes, yes, die letzten 10 Meter! Woohoo! Am Ende ein echt gutes Gefühl, wieder unten am Boden zu sein. Zakaboom! Das hat einen Applaus verdient. Woo! Natürlich die Frage, war das ein Date, was du gut fandest? Ja, schon. Nach diesem Epic Date stellt sich natürlich für mich die Frage, möchtest du den Stinkering von Mordor? Unbedingt, danke, tschüss. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann like gerne das Video, abonniert den Kanal für mehr solcher Videos. Bis dann. Ciao!